Willkommen zu den täglichen Krypto-News. Ja, was machen wir heute? Ein kurzes Update über Märkte allgemein, beziehungsweise Inflation in den USA und dann ein paar Posts bezüglich Ethereum. Starten wir gleich rein, wird ein eher kürzeres Video. Was haben wir hier? Breaking: US Banks Fed Reserve just pumped 18.5 Billion, also über 18 Milliarden hat die Fed, US-Zentralbank, ins Bankensystem gepumpt mit Overnight Repos. Fed hat vor kurzem wieder begonnen. Sie haben angekündigt, dass sie wieder auch Treasuries ankaufen werden, anstatt zu verkaufen. Auch das ist ein Mechanismus, um Liquidität in die Märkte zu pumpen. Und genau, das ist auch eine Facette der Seite. Eben, sie haben Fed über 18 Milliarden mit Overnight Repos, durch Overnight Repos ins System gepumpt. Genau, Liquidität kommt also wieder. Der Wirtschaftszyklus sollte Fahrt aufnehmen und das ist eigentlich bullish für alle Assets. Anthony Pompliano sagt, Trueflation ist Number One Indikator oder Prädiktor für das, was passiert mit CPI. CPI ist Core Price Index in den USA, wird gemessen für die Inflation, und Trueflation hat eben eine sehr starke Korrelation, nur ein bisschen führend mit dem CPI, meistens um einen Monat verschoben, und eben Trueflation hat den letzte Datenpunkt war unter 1% sogar, genau, plummeted to 1%. Wenn diese Korrelation weiterhin besteht, wird das bedeuten, dass CPI im nächsten Monat auch bei 1% wäre, und das heißt, die Inflation ist viel geringer als die Leitzinsen in den USA, und würde der Zentralbank oder der Fed noch mehr natürlich Ansporn geben, Zinsen zu senken, was wiederum den Wirtschaftszyklus anspornen sollte und mehr Liquidität in die Märkte pumpt, also überhaupt ins System pumpt, natürlich in die Wirtschaft und damit auch in die Märkte, und sollte bullish sein für eigentlich die meisten Assets. Genau. Krypto ein bisschen später, normalerweise steigen sichere Assets vor, und dann geht das so entlang an der Risikokurve von sicheren Assets zu ein bisschen weniger sicheren, und Krypto ist dann natürlich, Bitcoin ist noch ein bisschen sicherer als zum Beispiel Altcoins oder ganz kleine Coins und Meme-Coins, aber so normalerweise ist diese Kurve, es geht von den sicheren Assets zu den weniger sicheren, und genau, so funktioniert das. Dann haben wir von Merlin the Trader, Ethereum is adding a missing piece. Und ich habe vergessen, das Video da schweben zu lassen. So, is adding a missing piece, privacy at the transaction layer. Es gibt einen neuen Ethereum-Standard, ERC 5564, der anscheinend Stealth Payments aktiviert. Also man kann dann Payments-Transaktionen durchführen, die aber Privatsphäre quasi geschützt sind, was eine super Sache ist. Natürlich hat das auch Schattenseiten, weil natürlich, wenn es jetzt nicht rechtmäßige Transaktionen geht oder um Betrugsfälle oder sonstiges, ist es natürlich nicht so gut. Prinzipiell ist auf der Blockchain natürlich alles nachvollziehbar. Das heißt, jeder kann alles nachverfolgen, und so ein Standard würde ihn dazu führen, dass eben nicht alles nachvollziehbar ist oder dass zumindest Anonymität irgendwie gewährleistet ist. Aber ich glaube, prinzipiell im Sinne von Datenschutz ist das eine gute Sache. Was sagt James? Disgustingly bullish on ETH. Ja, ist wieder ein Ethereum-Chart. Da sieht man zwei so Parabeln gezeichnet, und immer in den Bear Markets ist ETH eben bis zu der unteren Parabel getroppt, und jetzt ist es wieder da angelangt. Ja, also würde bedeuten, dass wir eher an einem Bottom sind als an einem Top. Bitte do your own research, aber also durchaus bullish aus meiner Sicht. Dann haben wir Ted, er sagt, ETH, the last, wo schiebe ich mein Video dahin? Last two cycle bottoms happened when Mayer Multiple dropped below 0,5. Mayer Multiple ist auch ein Indikator, ein Preisindikator, und da sieht man immer, wenn der hier unten im grünen Bereich angelangt ist, war das eher ein Bottom-Signal, und jetzt ist Ethereum wieder dabei, eben gerade darunter zu gehen unter dieser Linie. Man sieht, in der Vergangenheit ist es schon noch weiter runtergegangen, würde bedeuten, es gibt da auch noch ein bisschen Luft vielleicht, dass es ein bisschen noch weiter runter geht. Aber auch hier könnte man zumindest nach dem Chart davon ausgehen, dass wir näher an einem Bottom sind als an einem Top. Und genau, das haben wir dann noch von Merlin the Trader.
Ja, auch Ethereum, beim letzten Mal habe ich berichtet, dass es für Bitcoin schon so Arbeitsgruppen gibt und auch Ethereum just formed a dedicated Post-Quantum-Team. Also auch das Ethereum-Team ist sich bewusst über die, ich sage mal, Bedrohung durch Quantencomputer und genau, auch Ethereum tut da was dagegen für die Zukunft, damit sie sich schützen gegen Angriffe oder schützen dagegen, dass Quantencomputer dann die Kryptographie eben brechen könnten, die Verschlüsselung. Und ja, auch sehr bullish für diese Technologie. Und genau, das war schon wieder für heute. Ein paar kurze Updates zum Markt und zu Ethereum. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.